Freunde, schön, dass ihr hier wieder dabei seid zu einer neuen Folge Let's Play Star Trek Judgement Rites. Ich spiele wieder weiter an diesem Adventure rund um das Raumschiff Enterprise. Und zwar ist das ein Spiel, wo man verschiedene Missionen hat mit der Raumschiff Enterprise, mit dieser Crew von damals, mit Captain Kirk und Spock und Pille und so. Und das Spiel wird sogar besprochen von den Originalstimmen, die damals auch eben die Schauspieler waren in dieser Serie. Das ist so ein kleiner Side-Fact am Rande. Es ist also auf Englisch und ich übersetze halt immer wieder, damit die Leute, die das halt nicht so gut verstehen, vielleicht auch mitkommen, worum es hier geht. Jetzt bin ich in der 4. Mission, glaube ich, mittlerweile auf einem Planeten, wo ich 2 lebende Organismen irgendwie vereinen musste und die haben jetzt durch mich zueinander gefunden. Die wären sonst nicht überlebensfähig gewesen und jetzt muss ich irgendwie ein Signal wieder raufschicken zu Enterprise oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall sind diese Satzschüsseln, die da rumstehen, haben jetzt keinen Saft mehr. Ich muss da jetzt irgendwas tun. Ich würde sagen, wir steigen ein ins Game und schauen mal, wie es da weiterläuft. Ich wünsche euch viel Spaß hier mit der neuen Folge. So, da sind wir jetzt auf diesem Planeten. Grafik etwas verpixelt, nicht wundern, das war früher so, 1900 und... wann war das? 93 oder 98 oder... auf jeden Fall mehr als 20 Jahre her. Und wir sind jetzt auf diesem Planeten und da geht es um diese Satzschüsseln hier. Die funktionieren irgendwie nicht. Die haben keinen Saft. Ich muss herausfinden, warum, weil ich muss ein Signal wegschicken, was der feindlichen Rasse irgendwie bekannt gibt. Ja, die neue Rasse ist entstanden und alles ist super. Wir haben aus dem grünen und dem blauen Wesen aus einem gelben und aus einem blauen Wesen ein grünes gemacht. Das eine war gut, das andere war böse. Das ist die Probe der neuen Wesen. Und das Signal ist da, aber etwas funktioniert noch nicht ganz. Jetzt untersuchen wir mal hier alles. This small computer controls the elevation of the sensor dish. Ja, das da bedient das da. Gibt es noch irgendwas vielleicht, was ich aufheben kann? Ein Stein? Die Dinger sind eingestellt. The sensor array's bright disk blossoms on a rock like a metal flower and points toward the distant horizon. Das Ding liegt da auf diesem Stein drauf. Vielleicht die Steine entfernen oder was? I had not thought you capable of an act of meaningless violence. Meaningless violence, oh. Nein, also diese Dinger sind irgendwie ausgerichtet am Horizont. Mit 35 Grad oder so, hat er letztes Mal gesagt. Es scheint aber zu passen. In sharp contrast to the surrounding stones, the array glitters unblemished by the surroundings. This seems... Harsh winds and meteorite strikes have sorely weathered these ancient rocks. Ja, Winde und sowas haben diese ganzen Steine hier geformt, ja. Man nennt das, glaube ich, Erosion, oder? Ist okay. Aber irgendwas stimmt nicht. Sind die falsch ausgerichtet? Ist diese Schüssel falsch ausgerichtet? The array dish appears to have escaped much of the damage visited upon the rocks. Volcanic in origin. Vulkangestein. Standard volcanic rock. I would estimate 3.5 on the Mohs hardness scale. Stein. Ist der Stein vielleicht im Weg? Deutet das direkt auf einen Stein? The energy level is insufficient, Captain. We cannot generate the energy level needed to provide geothermal energy with hand phasers. If it's thermal energy you want, Jim, I remember this planet that used the starship's phasers on a microwave setting to heat the surrounding rock to provide temporary power. An interesting observation, Doctor. We could use the same technique here. Ja, genau, das would have to be extremely precise. If we targeted the wrong section, we could melt the rock and destroy the array. Okay, wir müssen mit dem Raumschiff Enterprise Kontakt aufnehmen. Die sollen den Stein erhitzen, dann erzeugt das geothermische Energie und dann sollten die wieder funktionieren. Mr. Scott requests to know if everything is all right, sir. Tell Mr. Scott that everything is fine. Kirk out.
rocks are Okay, aber wenn das nicht das ist... This appears to be the most accessible spot to heat the rocks below the Okay, das ground ist der beste Punkt, um and sie zu erhitzen. generate geothermal energy for the array. Okay, gut. Raumschiff Enterprise. Kirk to Enterprise. Sulu, can you read me? Sulu here, Captain. How can I help you? The Enterprise should broadcast a low-level microwave Okay. beam at the coordinates I am sending. Jetzt schicken die mit Mikrowellenstrahlung runter und erhitzen den Stein. Stand by, ready for weapons position. Captain Zulu macht das. Und dann sollte, ja, Energie da sein. Sending microwaves now. Wow. Temperature near the power coupling is rising rapidly. I estimate a below-ground temperature of 345 Boah, wir haben 345 Grad Kelvin. is Also required to Kelvin. reactivate the array. It Nicht is so viel. at 320, 330, 335, 340, 345 brauchen wir. Jetzt haben wir es. 350. Shut off the beam, Mr. Sulu. Affirmative, Captain. Okay, jetzt ist das The erhitzt. array is now Ah, drawing wunderbar, power. es läuft wieder. We were successful. Na dann, stell die Dinger mal ein. Du bist der Boss. Captain, the parameters of this sensor have been preset. I suggest we do not change them unnecessarily. Okay, wir müssen sie nicht ändern. Ich glaube, jetzt funktioniert schon. Die Übertragung, die da hinten stattfinden soll. Jetzt schauen wir uns das gleich mal an. Sollte das klar laufen? Ah, jetzt macht es nicht mehr dieses... Ah doch, immer noch. Dann dürfte eine von den Schüsseln nicht gut ausgerichtet sein. Schauen wir mal. Also die eine ist richtig eingestellt, vielleicht die zweite nicht oder die dritte. Wir schauen uns das gleich an. Captain geht voran. So, Mr. Spock. Schau dir mal die Schüssel an, ob die auch passt. Captain, the array is a precision. Okay. Er meint, ich sollte nicht rumfuchteln, die sind schon präzise eingestellt. Aber die schienen nicht präzise eingestellt, die haben ja gewackelt, diese Dinger da. So, ist die gut eingestellt? Captain, the parameters of this sensor have been preset. The array. Ja, aber das stimmt ja nicht. Irgendwas stimmt ja da nicht. Warum sagt ihr immer, die sind perfekt eingestellt? Eine ist nicht richtig, glaube ich, oder? The array appears to have deployed recently, which explains its lack of damage. This array appears focused on a point approximately 35 degrees. Okay, die ist genau eingestellt auf 35 Grad irgendwo über den Horizont und scheint perfekt eingestellt zu sein. Aber die sind doch nicht alle perfekt, oder? Warum habe ich sie denn dann eingeschaltet? Muss ja einen Sinn The haben. array is a precision instrument. The array. Vielleicht reicht das schon. Aber warum hat die Übertragung immer noch so einen Übertragungsfehler von dem Typen? Schauen wir mal, ob die vielleicht besser zu übertragen wäre. Versuch die mal. Was sagt die? The array appears to have deployed recently, which explains its lack of damage. The focal point of the dish is aligned approximately 35 degrees Above the horizon. Okay. Vielleicht passt es doch. Wir reden jetzt nochmal mit dem grünen Typen. Mit dem grünen neuen Wesen, was wir da erschaffen haben. Eigentlich geben wir nur ein Signal, dass die Rasse jetzt da ist und das Signal kann nicht verfolgt werden. Es ist irgendwo im Universum. Weiß Gott, wohin er das hinschickt. The narrow width of the keyboard indicates that I cannot affect this projection. We take pride in our workmanship. Thank you for your hard work. You have fulfilled the design for which we were created. I am authorized to tell you. Thank you for your hard work. Nein, der sagt immer noch das Gleiche, der wiederholt sich immer. Danke, dass wir ihnen geholfen haben. Und irgendwann macht Bzzzt und der wiederholt sich wieder. Scotty, can you read me? Mr. Scott is off duty, Ja. Captain. Oh, never mind. Kirk out. So, was ist jetzt los mit diesen... Ich habe jetzt die Stadtschüsseln eingeschaltet. Die sollten noch dazu da sein, um dieses Signal zu schicken. Wir reden nochmal mit der Enterprise. Wie schauen wir aus? We're ready to assist in any way we can, Captain.
Sie würden uns helfen, so wie wir es brauchen. This looks like one of those dishes I built in my SETI project classes at the academy. The controls aren't familiar. Okay. This looks like the computer control. Also er hat sowas schon mal Ähnliches gebaut auf der Akademie, hat aber andere Bedienungselemente gehabt. Was meinst du, Spock? Aside from this sensor array, there is nothing unexpected here. You get no response. Ich kann mit dem Interface nicht reden. Haha. Ach was. Ja, das muss ja doch einen Sinn haben. The array appears to have deployed recently, which explains its lack of damage. The focal point of the dish is aligned approximately. Also alle zwei sind jetzt 35 Grad exakt über den Horizont ausgerichtet. Die in der Mitte, da sagt er nicht das Gleiche. Wahrscheinlich muss man die einstellen. Es hätte sonst keinen Sinn gehabt, dass ich die Steuerung einschalte, wenn ich die Steuerung nicht bediene, oder? Mensch, untersuch die Schüssel nochmal, die muss ja was haben. The array appears to have deployed recently, which explains its lack of damage. The support beneath the base is weak and crumbled. It is aligned to a point approximately 35 degrees above the horizon. Er sagt genau das Gleiche. Captain, these controls. The array is a Also die scheinen alle perfekt eingestellt zu sein. Sie laufen. Ich muss sie nicht verstellen, aber warum? Mensch, das kann ja nicht sein. Spock, gib mir einen Hinweis. The array appears to have deployed recently, which explains its lack of damage. This array appears focused on a point. Ja, der ist ungefähr 35 Grad ausgerichtet, der andere auch ungefähr und der andere ist exakt 35 Grad. Ja, aber die müssen alle drei auf einen Punkt zeigen. Captain, No, I don't think that's necessary. The array appears to be in similar condition to the others we have seen. Ja, es scheint alles in Ordnung zu sein mit diesen Schüsseln. Was sagt er jetzt hier? This array is clear evidence of an ongoing alien interest in this world. Someone selling ice water here would make a fortune. Ja, wenn man hier Eiswasser verkaufen würde, würde man reich werden. Weil alles trocken ist. Ach, witzig sind sie auch noch. Okay, also wir haben jetzt die Schüsseln eingeschaltet. Ich müsste eigentlich jetzt ein klares Signal bekommen. Das Signal ist aber dennoch irgendwie gestört. Nicht im Sinne von ist gestört, sondern im Sinne von... Erkennen wir jetzt irgendwas? As improbable as it might seem, I am getting multiple life form readings from. Ja, er bekommt hier mehrere... Doesn't do anything special for me, Captain. War die jetzt betrunken oder was? Die Lieutenant Uhura. So, hier mit den Geräten haben wir diese Lebensformen erstellt, die links und rechts im Raum sind. Wir tun nochmal die Probe rein, vielleicht geht's jetzt besser. Captain, the projector has already been activated. Ja, dann mach mal was. I cannot affect this projection, Captain. Still, this is a very well done three-dimensional projection of the computer generated. Okay, er kann die Dinge beeinflussen. Ja, die zwei hießen Alpha und Omega, die zwei Rassen. Our host looks like an amalgam of various races throughout the universe, especially the two we've seen depicted here. Thank you for your hard work. You have fulfilled the design for which we were created. I am authorized to tell you. Thank you for your hard work. Wir created am Auto. Der wiederholt sich. Der ist Zizissa. Ja, was tue ich jetzt? Kirk to Enterprise. Scotty, can you read me? Mr. Scott is off duty, Captain. Oh, never mind. Er ist auf der Toilette oder was, Mr. Scott? Was muss ich tun? Also wir haben die Schüsseln ausgerichtet. Das grüne Ding da. Kann mit dem reden. Bringt das was? Er kann uns nicht mehr helfen als das.
Er meint, wir werden natürlich vorankommen, wenn wir uns bemühen hier. Ja, der muss mir nicht helfen. Sollen wir nur sagen, warum diese Schüsseln nicht so funktionieren, wie sie sollen? Das grüne Ding schickt einen Strahl aus, irgendwo ins Weltraum. Und man kann das Ding nicht richtig nachverfolgen. Und es scheint, als hätte es eben diese Satzschüsseln gebraucht, damit es richtig funktioniert. Finish your task, human, with our blessings. Ja. Sie segnen mich, ich soll nur meine Sache hier zu Ende bringen. Also hier drin ist nichts. Warte, ich habe noch nicht hier mit Spock geredet. Was sagt Spock hier in dem Raum? Do you have any idea what this machine does, Spock? Ja, ihr wisst schon, was es looks tut. like a containment unit for an artificially created genetic construct. My tricorder indicates the device contains a nutrient replicator that could last for thousands of centuries. I would speculate this would nursemaid the genes until it has evolved into a higher form of life and is ready for release on the planet's surface. Okay, das Ding tut jetzt diese Proben, die ich reingestellt habe, über die Oberfläche dieses Planeten verteilen, also diese Proben. Das ist gut. Ja, okay. Wir wissen schon, was es tut. Wir wissen schon, dass aus Brrr und aus dem anderen Typen, also habe ich jetzt eine Lebensform gemacht. Wir haben die Lebensform da reingetan. Die haben sich bei uns bedankt, dass wir so weit gekommen sind. Aber die Message, die schicken, ist unvollständig und falsch. Und ich kann es nicht bearbeiten, die Message. Was gibt's jetzt hier? Heiße Erde. Okay, die Schüsseln funktionieren. The array is functioning stably. I estimate our discharge has given it adequate energy to function for 13 days, 7 hours, and 26.8 minutes. Okay, das Ding funktioniert so lang. Okay. No. Spock, see what you can do with this. Captain, the parameters of this sensor have been preset. I suggest that we do not change them. Okay, das Ding sollen wir nicht ändern, wenn wir nicht wissen, warum. Also nicht unnötigerweise dran rumspielen, weil die wahrscheinlich voreingestellt sind. Naja, aber die funktionieren ja nicht. Also, was sagt er mit den Einstellungen der Grad nochmal? Über den Gürtel, unter den Gürtel? Ich glaube, die muss man verstellen. The dish is aligned above the horizon. Okay, über 35 Grad über den Horizont ist das Ding gedreht. Von mir aus. Was sagt er bei der Schüssel? The array is a precision instrument. It shows a hide at a machine, okay. Was sagt er jetzt nochmal, wenn ich das jetzt untersuche? The array appears to have deployed recently, which explains to a point of 35 degrees the above base horizon. is weak and crumbled. It is aligned to a point approximately 35 degrees above the horizon. Ja, irgendwas... Stimmt was mit der Erde nicht, oder was? In sharp contrast to the surrounding stones, the array glitters unblemished by the surroundings. Ja, sie wundern sich, dass das Ding eigentlich total glänzt und nicht kaputt ist oder sonst was. I believe phasering the array into slag will not... Naja, okay, ich kann es nicht kaputt. These controls do not seem to be functioning properly. Das funktioniert nicht richtig, das Array. Da kommt er erst jetzt drauf. Ich untersuche das die ganze Zeit. Testing. 1, 2, 3. Okay, er ist nicht geeignet dafür. Ja, reparier es doch. Captain, these controls do not seem to be functioning properly. Es funktioniert nicht richtig, dieses Device, okay? An dem scheitert's. Wenigstens wissen wir es jetzt. Untersuch's mal. Was hat's denn? I will need to adjust the controls before the sensor array is realigned. Ja, okay, dann. Mach das doch. Die Kontrolle funktioniert nicht gut. Aber warum funktioniert sie nicht gut?
This seems pointless. The control mechanism. Okay, das Ding funktioniert nicht gut. Die Steuerungseinheit funktioniert nicht richtig. Ja, was soll ich machen? Interesting controls, right, Spock? Fascinating. Ja, was sollen wir jetzt tun? Diese Einheit funktioniert nicht This gut. array is clear evidence of an ongoing alien influence. Okay, nehmen wir es mit oder was sollen wir machen? No effect. Wir reden mal. Achso, nein, wir reden mal mit der Enterprise. Könnt ihr uns helfen? Scotty, I need a calculation from the main computer. Ah, die berechnen mit dem Computer. The Enterprise aren't quite as good as our engines. I think she'll manage. I am sending the problem. Oh, that was too okay. easy, Mr. Spock. The angle is 32.5 degrees. Thank you, Mr. Scott. Okay, wir haben den Winkel berechnet. Captain? Not now, Scotty. Kirk out. Gut, jetzt. Der Winkel war falsch. Enterprise hat das berechnet. Er stellt es jetzt ein auf 32,5 Grad über den Horizont. So. Wer auch immer das Ding verstellt hat, ne? Das Ding ist ja blitzblank, obwohl die ganze Umgebung hier irgendwie eine Stein- und Steinwüste ist oder was in die Richtung. Die Dinger sind blitzblank, dennoch war das Ding verstellt. Ne? Vielleicht hat mal ein Stein dagegen gehauen oder was. Aber wir sind jetzt, glaube ich, schon fast am Ende der Mission. Let's oder ich vermute es mal, ich speichere mal. Save new game. Replace pre. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. So, jetzt macht er nicht mal dieses Bzz. Thank you, Captain, for your Er bedankt aid sich in wieder. constituting my people and in the unexpected necessary realignment of our communications array. You have performed admirably. Of Dankeschön. the 16 stations reporting at this point, there have been 50% fatalities, 30% other failures, and only 20% successes. One group got points for style. Points for style? Is this some sort of game? Oh man, die testen uns schon wieder. In diesem Spiel werden wir ständig getestet von irgendwelchen Alienrassen auf irgendwelchen Planeten. Was ist mit Not denen? another alien race with a superiority complex. Who are you this time? Ja, wir hatten das schon mal. Da wurden wir auch getestet. Das war das mit diesem Balkosi, wo wir bei dem Balkosi waren. Your appreciation is welcome, but many questions remain unanswered. Who are you? Points for style? Is this some... Not another alien race. Your appreciation is welcome. Okay, Many ich questions bedanke mich, remain dass Sie Who are you? quasi uns gut willkommen geheißen haben. Und dennoch habe ich viele unbeantwortete Fragen. Also stelle ich mal die Frage, wer sind Sie? I am Ne? Sissa, a projection of a synthesis of Ozra and Visner. Clearly you know that the primitive life forms you have been dealing with are incapable of creating that in which you now stand. Richtig. You will also note that the more demonic of the creatures displayed a passivity you did not expect, while the morally pure creature was aggressive and bloodthirsty. The contradictions were noted and duly dealt with. I take it you were testing us on our ability to deal with disparate and contradictory inputs. Genau. Yes, your reasoning ability was being tested, as well as your ability to adapt to new ideas when they conflict with deeply held beliefs and cultural customs. You passed quite admirably. The Brassica are impressed. I'm not clear on who the Brassica are. Die kennen wir Captain, noch from nicht. this site, I can deduce various things about the Brassica. They are taller and more slender than we are. They are possessed of 3 fingers and a thumb on each hand. I suppose bilateral symmetry, and I know they possess greater visual acuity than humans. They visited this place well before humans had left the Cro-Magnon stage of development. And I note they have avoided detection by us, and presumably every other race in the universe, before they decided to send out signals to bring us to their bases. Thank you, Mr. Spock. And more you shall know as you continue on the quest. I wish you luck. Aha. Sie Good würden, Enterprise, Scotty. 4 to beam up. okay, die Dinger scheinen vor uns gelebt zu haben, vor uns Menschen. Viel höher entwickelt und irgendwie haben die das getestet und sie werden noch mehr testen und uns dann noch mehr verraten, was auch immer das bedeuten mag. The beginning and the end. In this case, Bones, a new beginning. We were the midwives for the rebirth of a life form. 2 halves that have been made whole again. Wir haben es zusammengefügt, die 2 Hälften. Let us hope that this is the end of Ensign John's prejudices. We can all learn to stop judging people by appearances. Ensign Johns might have done well to remember the biblical representation of Lucifer, appearing in the guise of an angel of light. You can never trust anybody, and
people who look like pointy-eared hobgoblins are definitely at the bottom of the list. It appears that Dr. McCoy did not learn the lesson of this mission either. Unfortunate, but not unexpected. Fortunately, the Alphans and the Omegas learned philosophy and personal belief are not as easily divorced from logic as some would believe. We humans attain our greatest fulfillment when both of them are united. Really, Captain? Really? But I've had enough philosophy for one day. I'd rather worry about these Brassica and their cosmic quest. Well, with me aboard, we're sure to get points for style. Many questions remain unanswered, Captain. And there's only one way to answer them. Captain, message from Starfleet. Wir kommen wieder die Bewertung. I reviewed your report from your recent assignment, Captain, and have a few comments. The top brass at Starfleet are impressed with the results of your recent performance. Outstanding work, Jim. Keep up the Outstanding work. Diesmal wurden wir nur gelobt. Ahead, Mr. Sulu. Warp Factor 5. So, Warp Factor 5. Warp Factor 5. So. Und wir verlassen die Mission. Wir haben eine neue Rasse gegründet. Wir haben ihnen quasi irgendwie die Möglichkeit gegeben, dass sie sich ausbreiten auf diesem Planeten. Und dennoch werden wir irgendwie in einem interstellaren Quest getestet. Spock, where do you think we should start looking for this? Brassica? Logic suggests that they will present us with opportunities to come to them. Captain, a message from Starfleet. On screen. Captain, the USS Regulus has been forced to cancel its survey mission to the Antares Rift. We've decided to redirect the Enterprise to that mission. The USS Hood will take over for your current assignment. Of course, the Antares Rift has a rather dangerous reputation. Nothing the Enterprise can't handle. But be careful. Starfleet out. Okay, wir müssen nach Antares Rift. Jetzt müssen wir schauen, wo das ist. Dazu wie immer ins Handbuch gucken. Da gibt es, das war ja früher so, ein bisschen so der Kopierschutz. Wenn du das Spiel nicht hattest, hattest du die Anleitung nicht. Wenn du die Anleitung nicht hattest, konntest du danach gewisse Missionen gar nicht betreten. Ich zeig's dir mal kurz. Das ist die Anleitung dazu in PDF. Jetzt müssen wir nach Antares fliegen. Nummer 15. Das ist da hinten. Das werden wir jetzt gleich machen. Wo war es? Da hinten Nummer 15. So. Wir speichern, da wir ja schon in der nächsten Mission sind. Was sagt Mr. Spock über den Antares, also der Computer? Antares. Antares Rift, an area of unstable space near the star Antares. Little is known of its properties. There have been numerous disappearances in this area. Okay, jede Menge Sachen sind da verschwunden bei Antares. Was sagt Spock eigentlich? The Antares Rift. It should be a most interesting assignment. How so, Spock? There have been several attempts to chart it. All expeditions into the rift vanished without a trace. But those expeditions were years ago. Our starships are far more capable than they were during the time of those attempts. Captain, a 10-year-old child is far more capable than a 3-year-old child. But there are many problems that neither child can solve. Ja, meint irgendwie, wir stoßen da wahrscheinlich auf Probleme. Ich fahr mal die Schilder hoch, bevor wir da hinfahren. So, wo ist die Karte? Wo ist die Karte? Dahin. Schau mal, was da in diesem Nebel ist. Die Schiffe sind alle verschwunden, die da reingeflogen sind. Und dennoch hat uns die USS Hood irgendwie dahin geschickt. Oder wir müssen dahin wegen der USS Hood. Die schicken uns immer auf gefährliche Missionen. Captain's log, stardate 6257.6. We have entered the Antares Rift and found spatial disruptions in the rift that make using warp engines extremely dangerous. Repairs are almost complete on the minor damage we suffered upon entry into the rift. We are continuing our survey using impulse engines. My poor babies. Warp engines were meant to be used, Captain. Communications are back online, Captain. Kommunikation ist wieder da. Captain, undoubtedly, Schild ist wieder repariert. Explain many of the strange disappearances in this sector. Still, with our warp engines deactivated, our computers indicate we will be safe. Wir können von hier nicht weg. Wir können das Warp-Ding nicht einschalten.
Wow, das ist ein bisschen schlecht hier, oder? Da blitzt uns. Wie kannst du uns blitzen im Weltraum? Communications are out again, Captain. Oh Gott. Is anyone hurt? If you was human, Mr. Spock's pride might be... Captain, sensors failed to indicate anything unusual prior to the explosion. Oh Gott. I would speculate that it was caused by an extremely unusual rift in the space-time continuum. Ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum. Physical laws apply. And since it was different space-time, our sensors weren't programmed to detect it. And it could happen again at any time without warning.